Hello students, hello everyone, and welcome to the Audiovisual Magazine channel with me, Aidan O'Rourke. From 1997 until 2005, I produced the local website Eyewitness in Manchester, documenting the development of Manchester in photos and words. It was a zine, or a one-man publication. Today I produce the Audiovisual Zine, or magazine, and it has an international focus and uses 2 languages. But I'm still very interested in the development of Manchester. I thought a feature about the building boom in Manchester would be good to do because it's of general interest, it's pictorial, and it's about a destination. It's kind of like the sort of thing you'd see in an in-flight magazine. I've used some of my archive photos of Manchester, and they're also in this book called Rebuilding Manchester. The author is Ewan Kelly. I'll tell you a bit more about it at the end of the video. So, this is the German version, so please check out the subtitles if you'd like to follow it in English. So, let's head into Manchester now and take a look at some of the construction work that's been going on there. In Manchester herrscht seit einigen Jahren ein regelrechter Bauboom. Aus der Ferne, zum Beispiel vom Flughafen aus, etwa 13 Kilometer im Süden, sehen die neuen Türme vom Deansgate Square tatsächlich wie ein kleines Manhattan aus. In vielen Teilen der Stadt entstehen neue Gebäude. Überall sieht man Kräne. An jeder Ecke hört man Presslufthämmer, Motorsägen und Bohrmaschinen. Die Form der engen Wohntürme von Deansgate Square erinnert mich stark an die Twin Towers von New York. Hatten die Designer diese Idee im Kopf, als sie die ersten Umrisse auf der Rückseite eines Briefumschlages machten? Das möchte ich gerne herausfinden. Auf brachliegendem Gelände entstehen neue Stadtviertel, Gewerbeprojekte, Bürogebäude mit Coworking-Flächen, Apartmenthäuser, Parkhäuser, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Gärten und Infrastruktur wie Zugangsstraßen, Fußwege und Fußgängerbrücken. Laut Office of National Statistics lag 2018 die Bautätigkeit in Manchester 10-mal so hoch wie der nationale Durchschnittswert. In Manchester sind die Bauregeln anders als in anderen britischen Großstädten. Es gibt keine Höhenbegrenzungen. Das Planungsbüro der Stadt lässt den Projektentwicklern freien Spielraum. In den 60er Jahren bekam Manchester den CIS Tower und ein paar andere Hochhäuser. In den 80er und 90er Jahren lag die Entwicklung der Stadt im Dornröschenschlaf. Am 15. Juni 1996 explodierte eine IRA-Bombe in der Corporation Street. Sie zerstörte ein ganzes Stadtviertel. Glücklicherweise wurden keine Menschen getötet, obwohl ungefähr 200 verletzt wurden. In den Jahren danach wurde ein großer Teil der Innenstadt wieder aufgebaut. Leider gingen in dieser Zeit einige historische Gebäude verloren. Sie gerieten bald in Vergessenheit und die Umgestaltung der Stadt ging weiter. Im Jahre 2006 überragte der Beetham Tower das CIS-Gebäude und wurde damit zum höchsten Gebäude Manchesters. Nun folgen mehrere Bauprojekte, die die Höhe des Beetham Towers weit übertreffen werden. So wird Manchester zu Manhattan, obwohl seine neuen Wolkenkratzer viel kleiner sind als die von New York. Manktopia heißt ein BBC-Dokumentar, der einen Einblick hinter die Kulissen auf die neuen Macher von Manchester gibt. Die meisten Gewerbeprojekte werden am Rand der Innenstadt auf brachliegenden Flächen gebaut. Einst standen hier Fabriken und Industriegebäude, die abgerissen wurden. Diese Flächen wurden meistens als Parkplätze genutzt, bis vor einigen Jahren der Bauboom einsetzte. Es gibt mehrere Hotspots, wo neue Bauprojekte in die Höhe wachsen. Das spektakulärste Beispiel befindet sich etwas südlich der Stadtmitte. Das Bauprojekt Deansgate Square besteht aus 4 Hochhäusern unterschiedlicher Höhe mit Eigentumswohnungen ab 259.000 Pfund, ca. 280.000 Euro.
Im Jahr 2018 wurde der South Tower mit 201 Metern und 65 Stockwerken zum höchsten Gebäude in Manchester. Entwickelt wird das Projekt vom Unternehmen Rennecker. Auf dem ehemaligen Gelände der BBC an der Oxford Road entsteht Circle Square, ein neues Stadtviertel mit Apartmenthäusern, Wohnflächen für Studenten und Berufstätige, Arbeitsflächen und einen neuen Stadtpark. Das neue Projekt kontrastiert mit dem alten, sechsstöckigen BBC-Gebäude. Bauentwickler sind Bruntwood und Weiter. Es gibt viele weitere Projekte. Hier nenne ich noch ein paar Beispiele. Das Mayfield Depot, wo aus einem ehemaligen Bahnhofsgebäude und seinem Umfeld ein neues Stadtviertel entstehen wird. An der Ostseite der Stadtmitte werden weitere Apartmentgebäude neben dem Ashton Canal und der neuen Marina gebaut. Leider wurde der Umbau der ehemaligen Ancoats Dispensary gestoppt. Ein Antrag an den Heritage Lottery Fund wurde abgelehnt. Ich finde es eine Schande, dass Summen in Millionenhöhe für Bauprojekte in Ancoats ausgegeben werden, während dieses wichtige und historische Gebäude leer und baufällig dasteht. Meiner Meinung nach sollten die Bauentwickler einen Teil ihres Gewinns nutzen, um dieses Projekt endlich umzusetzen. Und jetzt noch ein paar neue Projekte. In der Crown Street entstehen Elizabeth Tower und Victoria Tower mit 664 Apartments und einem Schwimmbad im 44. Stock. Die Blade- und Cylinder-Türme werden 855 Apartments anbieten. Mehrere neue Projekte bieten ausschließlich Mietwohnungen, dazu Einrichtungen wie Fitnesszentrum, Restaurants und kommunale Flächen. Angel Gardens auf der Nordseite der Stadtmitte ist seit einiger Zeit fertig. Hier gibt es Studio-Apartments ab 1000 Pfund pro Monat. Dazu stehen ein Fitnesszentrum, ein Kino, Arbeitsräume, eine Bibliothek, ein Bewohnerverein und andere Einrichtungen zur Verfügung. Bezahlbarer Wohnraum ist ein wichtiges Thema. Manchester ist eine Stadt von Kontrasten. Hier begegnet man Menschen aus allen Einkommensschichten, vom Obdachlosen bis hin zum Millionär. Leider bieten viele der neuen Projekte wenig oder überhaupt keine bezahlbare Wohnungen an. Auf dem ehemaligen Gelände der Granada Studios entsteht The Factory, ein kulturelles Zentrum. Architekt ist der Niederländer Rem Koolhaas der Firma Office for Metropolitan Architecture, OMA. Das größte und beeindruckendste Projekt ist wahrscheinlich Trinity Islands. Es wurde 2017 genehmigt und wird am südwestlichen Rand der Stadtmitte auf einem ehemaligen Parkplatz am Fluss Irwell gebaut. Das Projekt bietet fast 1400 Apartments und besteht aus 5 Türmen. Der größte, Tower X, mit 67 Stockwerken, wird eine Höhe von 213 Metern erreichen. So wird er zum höchsten Gebäude von Greater Manchester und das höchste in Großbritannien außerhalb von London werden. Ein vertikales Dorf mit Gärten und Gemeinschaftsflächen in der Höhe. So wird das Projekt in Werbeprospekten beschrieben. Bezahlbare Wohnungen für Arbeiter in der Stadtmitte sollen auch dabei sein. Es freut mich zu hören, dass das Projekt eine öffentliche Aussichtsplattform anbieten wird. Wie wird also das neue Manchester aussehen? Werden alle Einkommensgruppen auch Anteil daran haben? Wird das neue Manhattan ein Ort sein, wo man bleiben möchte? Oder werden die Leute später in die Vorstädte ziehen, um in einem Haus zu wohnen? Wie lange wird der Bauboom noch anhalten? Welchen Effekt wird die Corona-Krise auf die Stadtentwicklung von Manchester haben? Das sind Fragen, für die ich noch keine Antwort habe, aber ich werde aus der Ferne die Entwicklung von Manhattan weiter beobachten. Dies ist das Buch, von dem ich gesprochen habe. Es heißt Rebuilding Manchester und dokumentiert den Wiederaufbau von Manchester nach der Bombe von 1996.
Der Autor ist Ewan Kelly. Er hat 107 von meinen Fotos von Manchester verwendet. Ich kann es echt empfehlen. Und das ist mein Manchester Mega-Foto auf dem Cover. Haben Sie Gedanken und Anregungen über die Fragen am Ende des Videos? Dann schreiben Sie es bitte in die Kommentare unten. Bitte liken Sie das Video, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf das Glocke-Icon. Der TAP Air Portugal Flug aus Lissabon ist gerade angekommen. Ich muss einen Beitrag über Lissabon schreiben. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und Lesen und auf Wiedersehen in Manchester.